Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es um einen inneren Drang, ja. Diesen tiefen Drang, den wahrscheinlich jeder hat, der Airsoft besitzt, und zwar den Drang, in den eigenen vier Wänden auch mal schön mit seiner Airsoft-Replik zu schießen, zu trainieren, Spaß haben. Eine richtig schöne Sache, aber man muss natürlich dabei auch einiges beachten. Zum Beispiel, ja, oberstes Gesetz generell immer bei Airsoft, Schutzbrille, ja. Das ist wichtig. Andere Sache, die wichtig ist, da hinten, ja, da seht ihr hier die ganze Deko rumstehen. Wenn da was kaputt geht, gibt es richtig Ärger mit der besseren Hälfte. Sollte man also richtig aufpassen und auch sehen, wo man seine Zielscheibe aufbaut und was man für eine Zielscheibe verwendet. Ich habe zum Beispiel hier dieses Valor Target System, was die BBs hinten aufhängt. So habt ihr da keinen Stress. Ihr könnt natürlich auch Pappkartons nehmen mit Füllungen und könnt die überall hinstellen, um ja mit der Airsoft Spaß zu haben. Aber die Gefahr besteht immerhin noch, dass ihr Abpraller habt, dass irgendwas beschädigt wird, weil ihr halt nicht richtig gezielt habt. Alles nicht so spaßig. Und ja, ihr könnt noch so gut aufräumen, wie ihr wollt, ja. Jede BB beseitigen. Ich wette mit euch, und so ist es jedenfalls bei mir, die allerletzte BB, ja, findet immer eure bessere Hälfte. Und dann könnt ihr euch was anhören. Ja, aber habt ihr so eine Zielscheibe, dann könnt ihr halt euer Airsoftlein laden und könnt dann halt auch eine Menge Spaß haben und in der Wohnung rumschießen. Aber wie gesagt, alles sehr eingeschränkt. Und daher möchte ich euch heute ein tolles System von der Firma Laser Ammo zeigen. Und zwar das IM-TTS-System von Laser Ammo. Das ist ein elektronisches Target-System. Und diese kleinen Zielscheiben könnt ihr euch wahllos in der Wohnung aufbauen, wo immer ihr wollt. Dazu müsst ihr euch noch einen Laseradapter holen. Den schraubt ihr hier auf. Könnt ihr für Gas Blowback nehmen, NBB oder AEG, absolut wurscht. Und dann könnt ihr ohne Gefahr, ohne Schutzbrille, ohne BBs euren Skill trainieren. Ich zeige es euch mal, indem ihr mit eurer Lieblingswaffe halt trainiert und das Ganze sauber, ohne BBs und ohne Gefahr. Wer mehr wissen will, nach dem Intro geht's los. Viel, viel Spaß. Intro ist durch und das sagt mir, ihr möchtet mehr erfahren über das IMTTS, und das erste Geheimnis, was ich schon mal lüfte: IMTTS steht für Interactive Multi-Target Training System. Das Ganze kommt von der Firma Laser Ammo. Laser Ammo habe ich kennengelernt auf der IWA 2018, und zwar die Smokeless Range. Ja, ich bin so durch die Messehallen gewandert und da habe ich die Smokeless Range gesehen. So eine Art Schießkino für den heimischen Bedarf, wo man allerhand Sachen auf der Leinwand projizieren kann. Alle möglichen Zielscheiben, wie auch immer, bewegliche Szenarien, und da kann man dann halt mit seiner Airsoft oder sogar mit seiner Real Steel drauf schießen. Natürlich nicht mit BBs oder mit richtigen Kugeln, sondern halt per Laserstrahl. Das Ganze ist wirklich richtig toll gemacht. Sehr innovative Produkte hat die Firma Laser Ammo. Wir sind ins Gespräch gekommen. Ja, und da habe ich halt festgestellt, dass sie noch viele andere Systeme haben, wie unter anderem dieses IMTTS-System und noch viele andere Geschichten. Vielleicht werde ich in Zukunft euch da auch noch was zeigen. Aber wir starten erstmal hier mit dem Interactive Multi-Target Training System. Was kostet nun so ein IMTTS-System? Der Basispreis für ein elektronisches Target liegt bei 139 €. Zum Inhalt gehört hier diese Basisplatte, welches die Elektronik beinhaltet. Betrieben wird die mit 3 AAA-Batterien, die sind nicht im Lieferumfang enthalten. Im Lieferumfang enthalten sind aber 4 Pappzielscheiben. Einmal eine 7,5 cm Rundscheibe, eine 12,5 cm Rundscheibe, eine 1/4 IPSC-Scheibe und eine 1/5 Silhouettenscheibe. Da wir hier mit Laser schießen, braucht ihr keine Sorgen haben, die Dinger gehen nicht kaputt. Zum Wechseln der Scheiben ist ganz einfach. Man nimmt sich die Scheibe und steckt die hier einfach drauf und kann je nach Bedarf, was man gerade schießen will, sich seine Wunschzielscheibe aufbauen. Wer mehr Ziele benötigt bzw. sein System erweitern möchte, da bietet Laser Ammo auch 3er- und 5er-Packs an. Bis zu 10 Ziele können miteinander kommunizieren. Ich habe hier für das Review 4 Stück bekommen. Und das Tolle ist,
wie gesagt, bis zu 10 Stück und die können in einem Abstand von bis zu 20 Meter aufgestellt werden. Und dadurch lassen sich halt interessante und abwechslungsreiche Parcours und Stages aufbauen. Also es muss nicht alles in einem Raum sein. Ihr könnt die Ziele in mehreren Räumen verteilen und ja, eurer Fantasie wirklich freien Lauf lassen. Und in Kombination mit den ganzen Schießmodis, die hier dieses System euch bietet, habt ihr wirklich ganz viel und ganz lange Spaß, aber dazu später. Mit dem IMTTS-System könnt ihr leider nicht sofort loslegen, denn wie ich am Anfang von dem Video schon gesagt habe, reagieren hier diese Ziele auf einen Lasertreffer und das heißt, ihr benötigt für eure Airsoft noch eine spezielle Lasereinheit. Von der Firma Laser Ammo habe ich daher für das Review hier diese 9 mm Vibrations-Cartridge bekommen. Diese Cartridge beinhaltet hier einen Laser, der auf Vibration reagiert. Das heißt, ich zeige es mal, wenn ich jetzt hier mal drauf haue, ja, seht ihr hier den Laser. Und wenn ich das jetzt gegen das Ziel richte, kann ich somit ja den Treffer signalisieren. So sieht das Ganze aus. Gibt es auch noch in unterschiedlichen Kalibern, auch mit unterschiedlichen Adaptern, sodass auch Sportschützen ihre Schusswaffe dafür für das Training verwenden können, also 45, 357 und Adapter für Gewehre, für Schrotpatronen gibt es alles zu kaufen. Ich habe jetzt hier für mein Review das Flash Kit bekommen. Das beinhaltet, wie gesagt, hier diese Laser Cartridge. Dazu gibt es einen Flash-Hider aus Aluminium gefertigt mit einem 14 mm Negativgewinde, passt also auf nahezu jede Airsoft und mit Adapter eigentlich überall drauf. Ihr habt gesehen, ich habe sogar auf eine Pistole gehabt. Ja, wie wird das Ganze miteinander verbunden? Zu dem Flash-Kit kommt hier nochmal diese Befestigungshülse mit dazu. Dort steckt ihr die Cartridge rein, schraubt das Ganze jetzt auf den Flash-Hider und der Flash-Hider selber kommt dann an eine x-beliebige Airsoft ohne Probleme heran und dann könnt ihr loslegen. Wer den Laser noch fein justieren will, hier habt ihr 4x6 Kantschrauben, da könnt ihr den Laser noch mal exakt so einstellen, sodass da, wo ihr hinzielt, auch wirklich dann der Laserstrahl aufkommt. Ja, und wie das Ganze jetzt montiert aussieht an einer SIG, das zeige ich euch jetzt. So sieht das Ganze hier zum Beispiel auf meiner ICS Hawk Tubular aus. Ja, und jetzt könnt ihr ganz normal mit eurer Airsoft ohne Bibis und ohne Schutzbrille, ja, auf dieses elektronische Target-System schießen. Und natürlich von der Entfernung her ist es natürlich überhaupt gar keine Challenge, trifft man immer. Aber das Schöne ist, ihr könnt halt jetzt dieses Target-System überall aufbauen. Und ich zeige es euch nochmal jetzt mal mit einer NBB, dass es auch funktioniert. Jetzt habe ich ja eine Gas Blowback gehabt in meinem Intro, eine SIG. Und jetzt zeige ich euch das auch nochmal mit einer NBB. Ich habe hier eine Tokyo Marui MK23. Da habe ich mir noch einen Adapter vorne rangeschraubt auf 14 mm Negativgewinde. Ja, und dann kann ich natürlich jetzt das Ganze jetzt auch auf die Tokyo Marui schrauben. Sieht dann so aus. Ja, und dann kann ich damit natürlich auch auf dieses elektronische Target-System schießen. Ohne Probleme. Von der Firma Laser Ammo gibt es auch Outer Barrel mit integrierter Lasereinheit, zurzeit aber nur für die KWA, Beretta M92 und Glock 17. In Zukunft soll auch für die VFC Glock 17 da was kommen. Ich blende euch mal die Produktlinks dann in die Videobeschreibung ein. Ja, und dann habt ihr halt hier nicht, braucht ihr halt diesen Adapter halt nicht, dann ist diese ganze Lasereinheit hier in dem Outer Barrel drin und dann sieht das Ganze auch noch mal ein bisschen schicker aus. Ja, gehen wir jetzt ins Eingemachte. Ich zeige euch jetzt die ganzen Modis, wie man sie einstellt und ich zeige euch mal, wie das Ganze denn im Training aussieht. Die Basisplatte hat hier 3 Knöpfe. Mit dem unteren Knopf schaltet ihr das IMTTS-System an. Der mittlere Knopf dient der Trefferanzeige. Es kann hier zwischen akustischer, visueller und kombinierter Anzeige gewählt werden. Leuchten hier beide LEDs, ist das Ganze kombiniert. Das heißt, beim Treffer seht ihr das hier anhand eines Aufleuchtens der Zielscheibe und eines Signals. Hier könnt ihr halt umschalten, ob ihr nur Signal haben wollt oder nur Leuchten oder wie hier eingestellt, beides zusammen. Der obere Knopf ist der Knopf, wo ihr euch die Schießmodis einstellen könnt. Es gibt gesamt 5 Stück.
leuchtet hier oben keine LED, ist der autarke Modus eingestellt. Das heißt, jedes IMTS-System arbeitet für sich und hat keine Kommunikation zu dem anderen System. Das heißt, ihr könnt hier ja so oft ihr wollt hier drauf schießen. Und ja, somit könnt ihr auch üben, zum Beispiel Zweierschuss-Kombination, Dreierschuss-Kombination. Das Ganze könnt ihr alles machen. Viel interessanter sind die einzelnen Modis, die jetzt kommen, und die zeige ich euch jetzt. Der erste Modi, den ich euch live zeigen möchte, ist das sogenannte Stahlplattenschießen. Alle Ziele kommunizieren miteinander, leuchten am Anfang auf und nach Treffer löscht die Anzeige. Wurde das letzte Ziel getroffen, resettet das ganze System und ihr könnt wieder von vorne anfangen. Ja, und so habt ihr halt die Möglichkeit, ja, von links nach rechts zu schießen, von der Mitte nach außen, könnt ihr euch wahlweise durcharbeiten und halt ja eure Bewegungsabläufe und die Zielerfassung verbessern und die Geschwindigkeit optimieren und das Ganze halt individuell. Also es muss jetzt nicht so aufgebaut sein wie hier in diesem Beispiel, sondern ihr könnt es wild im Zimmer verteilen und euch eine Stage aufbauen, wie ihr es möchtet. Der zweite Modus dient dazu, eure Reaktion zu verbessern. Alle Scheiben sind wie beim ersten Modus auch miteinander kombiniert, aber jetzt leuchtet die Zielscheibe auf, die getroffen werden muss, und das per Zufallsprinzip. Leuchtet die Scheibe grün, müsst ihr darauf schießen, und so geht das Ganze ja so lange, bis ihr nichts mehr könnt. Und das ist halt optimal, zusätzlich zum Bewegungsablauf und zu der Zielerfassung noch eure Reaktion zu verbessern. Der nächste Modus heißt Shoot, No Shoot, genau wie beim vorigen Modus, nur mit dem Unterschied, dass ihr hier innerhalb von 2 Sekunden entscheiden müsst, ob geschossen werden darf oder nicht. Bei einer grünen Zielscheibe dürft ihr schießen und bei einer roten Zielscheibe dürft ihr nicht schießen. Die Zielscheibe springt im Zufallsprinzip hin und her. Ja, und das übt nochmal zusätzlich die Reaktion, da ihr hier auch nochmal auf die Farbe achten müsst. Leuchtet rot auf und ihr schießt darauf, wird das Ganze als Fehler signalisiert, indem alle Scheiben rot aufleuchten. Der letzte Modi ist wieder das Shoot, No Shoot, nur mit dem Unterschied, dass ihr jetzt keine 2 Sekunden Zeit habt, euch zu entscheiden, sondern nur 1 Sekunde. Das Ganze also etwas zügiger, und so könnt ihr natürlich eure Reaktionszeit noch besser trainieren. Dass man die Zielscheiben nicht nur dicht nebeneinander aufbauen muss, so wie in diesen Modis, die ich euch jetzt gezeigt habe, zeige ich euch jetzt mal, dass man das Ganze auch mit einem etwas größeren Abstand machen könnte. Ich habe das hier mal in so einem Kellergang aufgebaut, das Ganze, und arbeite mich hier mit der Pistole durch. Macht eine ganze Menge Spaß, und so kann ich euch schon mal zeigen, dass halt der Fantasie hier keine Grenzen gesetzt sind. Ihr könnt bis zu 10 Zielscheiben miteinander kombinieren in einem Abstand von 20 Metern. Also kann es hier nicht nur auf so einem Gang hier platziert werden, sondern auch in unterschiedlichen Räumen. Könnt ihr zum Beispiel auch so machen, dass einer baut die Zielscheiben auf und der Schießende weiß gar nicht, wo die Zielscheiben sind. Und dann geht das Ganze los. Also wie gesagt, ein Wahnsinnssystem mit unendlich vielen Möglichkeiten. Kommen wir zu den Pro und Kontras von den IMTTS-Systemen, den Interaktiv Multi-Target Training System von der Firma Laser Ammo. Pro ist auf jeden Fall, es macht einen Heidenspaß. Es ist super schnell aufzubauen, ganz unkompliziert zu bedienen, und ihr habt eine Möglichkeit, die so vielfältig ist, ist unvorstellbar. Ihr könnt halt bis zu 10 Zielscheiben miteinander kombinieren in einem Abstand von 20 Metern. Das heißt, ihr könnt euch eure Stages, eure Parcours aufbauen, nicht nur auf ein Wohnzimmer verteilt, sondern ihr könnt euer ganzes Haus in Beschlag nehmen. Ihr könnt es draußen aufbauen, in verschiedenen Räumen. Und da könnt ihr wirklich richtig viel Spaß haben und eine richtige Challenge machen. Wie ich schon gesagt habe, könnt ihr mir vorstellen, zum Beispiel einer baut die Zielscheiben auf, der andere weiß gar nicht, wo die ganzen Zielscheiben sind, und dann geht das Ganze los. Und es ist wirklich richtig genial. Durch die unterschiedlichen Schießmodis habt ihr natürlich auch nochmal die Möglichkeit, halt eure Bewegungsabläufe, eure Zielerfassung und die Reaktionszeit zu verbessern. Und das ist halt nicht nur für Airsoft, sondern sogar für Sportschützen eine richtig schöne Sache. Die Cartridges gibt es in unterschiedlichen Kalibergrößen. Es gibt passende Adapterhülsen, sodass es wirklich in nahezu jedes System passt. Und so können halt Sportschützen auch ihre Zielerfassung trainieren. Ja,
Nachteil hat dieses System auch, und jetzt kommen wir zu den Negativpunkten, und das ist zum Beispiel schon mal der Preis. 139 € für nur ein Target. Ja, und dann könnt ihr damit noch nicht mal loslegen, denn ihr braucht noch diese Leseeinheit. Hier, das was ich hier habe, dieses Flash-Kit kostet 215 €, so seid ihr so bei 350 €, sodass ihr gerade mal loslegen könnt. Nachteil ist, eine Zielscheibe ist richtig langweilig, zwei eigentlich auch. Interessant wird es erst bei 3 Zielscheiben und dann natürlich bis 10. 3 Zielscheiben plus Leseeinheit, rechnet es euch aus. Es ist verdammt viel Geld und muss wirklich überlegt werden, ob man es braucht. Was ich dann noch vermisse, ist ja wie so eine Art Zeitmessung. Denn wenn man eine Challenge macht, möchte man natürlich auch wissen, wer ist denn der Beste. Und da wäre natürlich toll, wenn man da auch noch eine exakte Zeitmessung dabei hätte. Man kann natürlich mit einer Stoppuhr rumlaufen, kann aber auch nicht so exakt sein. Von Laser Ammo gibt es auch noch eine PET Target Unit, kostet 164 €. Da habt ihr aber auch ein Startsignal dabei und eine Zeiterfassung, dass beim Schuss auf dieses Target-System die Zeit stoppt. Und so habt ihr halt die exakte Zeit. Baut ihr dieses PET-Target-System als letztes Target auf, habt ihr sozusagen eine exakte Zeitmessung. Aber wie gesagt, nochmal 164 € draufgepackt. Also dieses ganze System frisst eine ganze Menge Geld. Ja, und so kommen wir zu meinem Fazit und der Kaufempfehlung. Ich kann euch eigentlich gar nicht viel mehr sagen. Es ist wirklich ein schönes System, aber der Preis ist eine Überlegung wert und da kann ich euch wirklich nicht die Kaufempfehlung abnehmen. Aber ich hoffe, dass ich hier mit dem Review euch eine ganze Menge zeigen konnte, euch dieses System vorstellen konnte und ja, dass ihr damit vielleicht auch für euch eine Kaufentscheidung treffen konntet. Denn ich finde, es ist wirklich eine schöne Sache. Hier, man kann hier mal so gucken, beleuchtet. Ja. Ja. Auch wenn ihr keine Pistole habt, könnt ihr hier auch schön schießen. Fehler gemacht. Das war's gewesen. Bruce mit den IMTTS-System von der Firma Laser Ammo. Lasst mal einen Kommentar da, was ihr von diesem Lasersystem haltet. Ist es richtig was Gutes? Sagt mal was dazu. Es gibt noch viele andere Produkte von der Firma Laser Ammo. Wenn ich die euch auch zeigen soll, dann sagt mal Bescheid. Schreibt mal unten in die Kommentare rein. Wie gesagt, es gibt noch die Smokeless Range. Das Ganze läuft mit einem Beamer. Und da habt ihr noch viel andere Möglichkeiten des Schießens. Ein richtiges Schießkino für den heimischen Bedarf. Eine richtig tolle Sache. Und dann gibt es noch viele andere Sachen, die ich euch gerne zeigen müsste. Schreibt es einfach mal rein, ob ihr noch ein bisschen mehr sehen wollt. Das war es aber von mir gewesen. Bruce, BB2K Airsoft Channel. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Macht's gut, euer Bruce.